Ja, hallo, willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme Elite Dangerous. Ich war noch ein bisschen in Sachen Geldfarming unterwegs und habe uns mittlerweile 32 Millionen zusammengesammelt und bin ja eigentlich nach wie vor dabei zu versuchen, einen Rangaufstieg zu kriegen. Mal gucken, was jetzt die Missionen hier sagen. Das wäre so mein Ziel für heute. Kurier, Kurier, Kurier. Weißt du was? Wir versuchen das mal äh, über Handelsmissionen. Missionen tauschen. Vielleicht geht da ja was ein bisschen mehr so. KW2 erhöhen wir damit unseren Handelsrang. Das ist auch völlig okay. La 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 la. Ja. Ich hab Zeit, ich hab Zeit. So. Gehen wir bitte nach oben. So, Bulletin Board. Vielleicht haben wir jetzt ein paar mehr Missionen zur Auswahl. Da müssen wir, glaube ich, was holen, oder? 4-mal Consumer Technology. Die Frage ist, kriegen wir die hier? Wir können ja mal gucken. Consumer Technology. Produced by Hightech. Rabia, Rite und Arnum kommen wieder in einem Sprung hin. Nö, sieht nicht so aus. Schauen wir mal, was am nächstgelegenen ist. Vielleicht ist die Mission aber auch gleich schon wieder weg. Na komm, wähl das wieder an. Ach, das ist ja... 4 Jumps. Gucken, was die anderen Ziele so sagen. Das könnte sogar näher liegen. Da siehst du mal, das sind nur 2 Jumps. Okay, dann springen wir dahin, nehmen die Mission an. Komm, das wird schon gehen. Vielleicht noch die hier. Non-lethal Weapons, von wem werden die hergestellt? Muss man sich ja vorher mal darüber informieren. Hightech und Military, aber die werden nicht da von da importiert, dann wird es die da wahrscheinlich auch nicht geben. Egal, wir machen das erstmal. Ganz entspannt. So, und ich hatte ja übrigens gesagt, ich versuche mal auch wieder Star Citizen aufzunehmen, aber die aktuelle Version davon ist so instabil bei mir. Also da ist wirklich ständig irgendwas von wegen Disconnect und sowas. Das klappt alles irgendwie gerade nicht. Ich hoffe, das wird besser. Aber im Moment halt leider nicht. Also müssen wir in unserer Galaxie bleiben, fürchte ich. So. Vollgas. Ach ja, die T7 ist... Jetzt habe ich gelesen gerade in den Kommentaren, dass ich die Drohnen falsch benutzt habe, aber das ist mir relativ egal. Ich bleibe jetzt dabei, dass wir hier ein bisschen kampforientiert bleiben. Das mit den Drohnen, ich habe gelesen in den Kommentaren, dass man die mehrfach benutzen kann. Oh, ist ganz schön laut. Dass man die mehrfach benutzen kann, wenn man einfach kein Ziel auswählt, aber das, ich weiß nicht. Trotzdem ist Herzschürfen halt immer noch eine relativ blöde Sache, so jetzt muss ich mal gerade was schauen. Ich glaube nämlich, ich habe neulich das Spiel lauter gemacht, als ich so Solo gespielt habe. Nee, okay. Haben wir noch alles richtig eingestellt, dann werde ich hoffentlich weiterhin gut zu verstehen bleiben. Frameshift drive charging. Ja,
Dann holen wir uns jetzt mal von da, das war es, Consumer Technologies. Ja. Und zwar natürlich machen wir uns den Frachtraum, packen wir uns den Frachtraum voll damit. Das ist natürlich klugerweise vielleicht auch, was wir da mitnehmen können, aber es ist zu spät. Und werden gucken, dass wir da so viel Profit wie möglich rausschlagen. Das passt schon. So. Hier ist auch Konfliktzone. Überall geht die Party hier. So, haben wir eigentlich noch irgendwo ausstehende Kopfgelder? Nein, Palinero, das ist ja blöd. Ich finde, das sollte so ein bisschen gemacht werden wie in Assassin's Creed zum Beispiel, dass man auf einem bestimmten Ruf die Kopfgelder einfach leichter loswerden kann. Aber ich habe ja gerade neulich festgestellt, dass man diese Legacy-Fines auch einfach von Hand abbezahlen kann, anstatt die erst bezahlen zu müssen, wenn man da in dem System neu spawnen will. Von daher ist das ja gar kein Problem. Aber ich muss sagen, das macht die Kopfgeldjagd natürlich auch zu einem gewissen, ja, bisschen komisch, sage ich mal, wenn die Kopfgelder nach einer Woche weg sind, dann kann ja niemand quasi der meistgesuchte Pirat aller Zeiten sein, sozusagen. So ein bisschen Eve-mäßig. Da sieht ganz schön, der Mond, das sieht ganz schön geil aus, muss ich sagen. Boah, ich freue mich schon darauf, sobald man da landen kann, ey. Auf solchen Felsbrocken. Aber bis dahin dauert es ja noch 2, 3 Monate. Ich schätze mal zum Weihnachtsgeschäft, wenn ich das richtig verstanden habe, soll das kommen. Holiday Season ist ja recht eindeutig Weihnachten. Von daher wird es wohl noch ein bisschen dauern, bis wir uns da vergnügen können. Aber naja, mit der 1.4 haben wir ja auf jeden Fall schon mal was zu tun, wenn sie denn dann draußen ist. Das wird auch schon ordentlich Spaß machen. Dann werden wir uns auf jeden Fall, bevor die 1.4 erscheint, werde ich mir noch eine Cobra zusammenstellen für Erkundung. Dann in dem Bereich schon mal ein bisschen weitermachen. Ach ja, ich habe jetzt wieder einen Undock-Computer. Komm, dem lassen wir doch mal seine Arbeit tun, dann gibt es wieder einen schönen Donauwalzer. Noch langsamer. Muss dafür einfach stehen bleiben, oder was? Ja, dann lassen wir doch mal den Computer machen. Wo bleibt denn mein Donauwalzer? Wir können uns in der Zeit ja ein bisschen umsehen. Auch wenn es hier gerade nichts zu sehen gibt. Da kommt Musik. Herrlich. Was auch immer der Computer hier gerade wieder für Flugmanöver macht. Ich finde das so seltsam. Oh, da schreibt wieder der Feuermagier. Na, zum Glück habe ich ja jetzt gerade Zeit darauf zu antworten. Da schreibe ich nochmal eben. So, und ich bin dann das Wochenende auch erstmal weg. Ich werde demnächst auch erstmal, wie ich hier gerade schreibe, Docking successful. Engines disengaged. werde ich demnächst hoffentlich dazu kommen, was mit dem Commander Abacus zu machen. Wenn er denn mal die Zeit findet, der arme berufstätige Mensch. So, fahren wir uns einfach alles voll. Ich habe jetzt noch ein bisschen umgefittet und noch ein bisschen mehr Frachtraum rausgekitzelt. Und muss mal schauen, was habe ich denn jetzt überhaupt alles dabei? Habe ich mir auch einen Fuel Scoop eingepackt? Ich glaube nicht. Nö. Dann müssen wir jetzt wieder kurz zurück nach Kamadenu. Ich könnte das auch eigentlich über ein Hotkey machen, ne? Ich bin ja ein Fuchs. Kamadenu. Ich schreibe das immer falsch. Denu, so. Sind es jetzt immer noch 2 Sprünge oder? Nein, jetzt ist einer mehr.
Wo wären es sogar noch ein paar mehr, aber wir bleiben trotzdem bei der schnellsten Route. Oder müssen wir durch unser, wo wir gesucht sind, aber wir werden ja nicht lange da bleiben. Dann fange ich aber lieber mal nach. So ganz ohne Fuse ist das dann doch doof. Alles wegschmeißen. Ship released. Engines Oh, engaged. falsche Taste. Ach, das sehe ich gerade. Kann das sein, dass ich meine Bewaffnung noch gar nicht zugewiesen habe? Doch, okay. Dann ist natürlich anders. Wäre sonst ein bisschen blöd. So, das sind zwar nur schwache Waffen übrigens, aber die werden uns im Ernstfall zumindest einen Moment lang schützen. So. Dann machen wir uns mal auf den Rückweg und hoffen, dass wir ein bisschen was daran verdienen werden. Das wird mit Sicherheit nicht ausreichen, um unseren Handelsrang weiter anzuheben, der gerade auf 4% steht. Oh, wir sind noch. Ja. Frameshift So. drive charging. Dann springen wir doch mal darüber. Das ist ja das Schöne am Handeln, das ist so schön entspannt. 3, 2, 1, engage. Da muss ich ihm aber gleich dazu sagen. Oh, da habe ich mich vertippt, ausnahmsweise. So, weiter. Frameshift drive charging. Ist immer schön mit der Community zu schreiben. Tja, ich würde meine Wahl ja auch nicht nach der Waffe treffen, ehrlich gesagt. 2, 1, Hier mit dem Schild. Wer ist denn nochmal das? Das ist doch... Das sind diese Schilde, die etwas schneller nachladen, aber auch viel Energie verbrauchen oder sowas, ne? Prismatic Shield Array oder wie das heißt. So, hier sind wir jetzt natürlich gesucht. Wir sollten uns ganz schnell wieder verziehen. Bevor uns da einer Frameshift drive charging. Oh. Das war nicht so klug. Noch zu nah an der Sonne. Frameshift drive Jetzt charging. geht's aber. Ich muss ja sagen, also nicht, dass ich jetzt hier sagen will, dass seine Leistung nicht zu würdigen ist, mit fast Elite erreicht. Aber im Prinzip sagt der Rang, der Kampfrang im Speziellen ja im Gegensatz zu den KI-Schiffen nichts über das Können des Schiffes im Prinzip im Wesentlichen aus oder über das Können des Piloten, sondern eigentlich nur darüber, wie viel der Pilot gespielt hat. Und da will uns einer abfangen. Kriegen wir doch mal ein paar Ausweichmanöver dagegen. Der hat nicht verkackt, dann müssen wir jetzt einfach so ausweichen. Ich bin auch schon am Überlegen, da ich ja jetzt relativ viel mit den Kampfzonen verdiene. Ich will auch auf jeden Fall mindestens Rang 2 halten, damit wir weiter 50% Bonus auf die Bounties und so kriegen. Da werde ich mich vielleicht heute Abend oder so mal dran setzen in Ruhe. Ich mache das ja jetzt tatsächlich auch mit dem Joystick, ist einfach so möglich. Kann ich wie gesagt immer nur empfehlen. Und muss sagen, dass ich tatsächlich darauf hinarbeite, anstatt mein vorheriges Schiff dann zu verkaufen, einfach ein neues Schiff mir leisten zu können.
und samt Ausrüstung dann. Also sich zwar schon hocharbeiten mit der Ausrüstung des Schiffs, aber dass ich nicht mein vorheriges Schiff verkaufen muss. Komm, lass mich den menschlichen Spieler da erfassen. Der will doch nicht etwa an mich dran. Okay, nein. Sieht nicht so aus. Weitere Maßnahmen. Fällt mir ein, wo er sagt, er ist schon bei 91% Elite, wollte ich mal fragen. Da habe ich mich schon wieder vertippt. Ja, wir fliegen gerade an der Station vorbei, aber das passt schon. Mal gucken, ob er sich in den anderen Feldern auch betätigt. Oh. Da will ich noch hin. Kein Grund, hier so Gas zu geben. Und ich muss sagen, wer auch immer die Voreinstellungen für die oh, jetzt bin ich von der falschen Seite auf die Station zugeflogen, fürchte ich. Voreinstellungen bei Star Citizen für den X52 gemacht hat. Er sollte vielleicht nochmal den X52 in die Hand nehmen, denn tatsächlich ist da die Einstellung fürs Drehen und fürs Steuern, fürs Lenken verkehrt, also andersrum als hier, und das ist total verwirrend. Da ist das wieder Commander Curry. Genießen wir doch nochmal diesen schönen Freiball. Das macht sich wieder ganz gut als vielleicht ganz günstig der Bild. Oh ja, das ist überhaupt die Idee. Bremse mal gerade ein bisschen. Ja, ich weiß, Wahlmittel und so, bla bla. Aber das bietet immer die beste Möglichkeit für schicke Bilder. Ich muss nur mal gucken, ich habe immer gern das Schiff unten mittig, aber dann ist das von der Folgennummer verdeckt. Das ist ja auch blöd. Steht unser Schiff gerade still oder sieht das nur so aus? So ist, glaube ich, okay. Macht was her als Titelbild. Hoch, nicht rückwärts fliegen, bitte. Na, jetzt. Lass mich doch. So, das will ich doch. Docking request granted. Ach, da kommen wir. Manövrieren uns noch in eine etwas klügere Position und dann lassen wir den Computer. So. Jetzt weiß ich gar nicht, ist Broker über Merchant? Ich glaube schon. Da ist der Donauwalzer. So, und da das mit dem Mikrofon hier leider nicht mehr so gut klappt, dass es einen Soft-Mute hat, werde ich einfach versuchen, möglichst leise was zu trinken, bis ich ein Tischmikrofon habe. Aber hier ist echt was los. Ich bin ja so selten im offenen Modus unterwegs gewesen in letzter Zeit. Jetzt wieder etwas häufiger und hier ist tatsächlich ordentlich was los. Ich glaube, ich muss mich auch mal bei so einem Community Goal beteiligen. Der lockt aber bestimmt nicht mit Automatik an. Visitors are reminded that excessive speed in or around this vicinity is unlawful. So, langsam, langsam, langsam. Der Computer macht das auch immer so schön ruhig und
was lernen können. Docking successful. Engines Schade nur, dass man die disengaged. Musik nicht auch so anmachen kann. Das ist immer ein bisschen traurig. Was hat denn für ein Geräusch? Das klingt komisch. So, Bulletin Board. Consumer Technology. Give Cargo. Dann machen wir doch mal weiter mit dem restlichen Zeug. Da machen wir auch ein bisschen Profit bei. Schön. Es war jetzt nicht wahnsinnig viel, aber es reicht für die Spesen. Ja, nachdanken. Damit hätten wir dann auch wieder die Zeit umgebracht, erfolgreich. Eine weitere Folge. Es hat unserem Handelsrang leider nicht geholfen. Hat das denn jetzt unseren Status beim Empire verschlechtert? Das verstehe ich gerade nicht so richtig. Aber naja. Wir werden mal schauen. So, und ich werde dann für diese Folge mal, wo will ich denn hingucken? Trading, ja. Werde für diese Folge mal dann sagen, danke fürs Zuschauen. Schön, dass ihr wieder dabei wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss.